Jetzt. Ja? Herzlich willkommen, liebe Freunde. Heute aus einem mehr als chaotischen Wild City. Warum, das werden wir euch gleich sagen. Es hat sich einiges getan, leider nicht nur zum Positiven, aber wir lassen uns nicht unsere Stimmung vertun. Rita ist dort drüben beim Zoo. Sie macht gute Miene zum bösen Spiel oder eigentlich umgekehrt. Ihr seht, sie ist nicht gerade amused und ich muss die Traurigkeit damit verzwirbeln. Ihr seht, sie kann nicht mal sprechen. Nein, dass ich hier wenigstens den Flamingo-Teich neu mache. Ja. Warum sind wir heute nicht gerade gut drauf, liebe Freunde? Ja. Es liegt an Folgendem. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, haben wir ja sowieso relativ wenig Zeit für unser Lego-Hobby in letzter Zeit. Das heißt, wir kommen immer wieder hierher, bauen, was das Zeug hält, filmen, was das Zeug hält und müssen dann oft auch schon wieder nach Hause fahren. Wir sind gerade jetzt ungefähr vor 1,5 Stunden hierher gekommen. Dementsprechend sieht es auch aus. Das heißt hier, ich fahre gerade drüber, da schauen wir später noch ein bisschen hinein in diese Kisten, die wir heute mit hierher gebracht haben. Es ist aber leider eine kleine Naturkatastrophe passiert. Ihr habt schon im Titel gelesen. Wir haben es etwas bagatellisiert, haben nicht geglaubt, dass es so schlimm werden wird. Ja. Noch dazu, weil Christophs Mom extra heraufgefahren ist, um nochmal zu checken. Und sie hat gesagt, sie hat kurz hereingeschaut. Und ja, ein paar Figuren hat sie gesehen, die umgeflogen sind. Aber sonst wäre nichts passiert. Ja. Fakt ist, es hat letzte und auch, ich glaube, vorletzte Woche in unserer Region 2 Erdbeben gegeben. Also nicht, weil ich hier unter der Tischplatte irgendetwas montiert habe, sondern wirklich Real-Life-Erdbeben. Die waren zwar jetzt nicht mit Stärke 10, dass jetzt da eine Tsunamiwelle oder was auch immer über Wild City hereingebrochen ist, aber dennoch hat es uns ein bisschen erwischt und das sehen wir heute jetzt, wo wir wieder heraufgekommen sind auf unseren Dachboden, und zwar funktioniert eine unserer Lampen nicht. Ja. Ich habe zuerst schon mit der Leiter mal ein bisschen dagegen geklopft, also ich bin auf die Leiter hinaufgestiegen und habe dann mit meiner Hand dagegen geklopft, weil ich mir gedacht habe, vielleicht ist es nur ein Kurzschluss. Leider nein, sieht nach mehr aus, wir werden die nachher mal abmontieren, aber das ist leider dort drüben, ihr seht, ganz blöd. Ungefähr bei Ritas Disney-Schloss, wo man auch mit der Leiter und dem Ganzen nur sehr schwer reinkommt, weil hier wirklich alles zugebaut ist. Wir sind auch, wie ihr wisst, handwerklich ja nicht so begabt. Jetzt werden wir mal schauen. Das Problem ist jetzt natürlich, dass wir nicht unbedingt gut filmen können hier, wenn die halbe Stadt hier in Dunkelheit ist. Speziell, wenn es jetzt dann dunkel wird. Es ist jetzt später Nachmittag, wahrscheinlich nur mehr eine halbe Stunde Licht und dann wird es hier wirklich zappenduster und ihr seht, vom Licht her ist es natürlich heute, ich werde versuchen, das mit iMovie dann ein bisschen heller zu machen, aber wahrscheinlich wird es vom Licht her nicht besonders gut sein. Und ich habe mittlerweile, ich bin, glaube ich, 2 Runden mindestens durch die ganze Stadt gegangen, habe versucht, alle Figuren wieder aufzustellen. Leider habe ich gesehen, ich habe oben in der Bar noch ein paar, die nicht, weil sie betrunken sind, umgefallen sind hier drüben, sondern das war auch eben, ja, wir haben in der ganzen Stadt, ja, das komplette Ausmaß seht ihr jetzt nicht mehr, weil Rita zuerst schon vor lauter Zorn und Wut und Trauer viele Figuren wieder aufgestellt hat, aber es ist so ziemlich alles umgeflogen hier, was nicht fest befestigt war. Meine Hedwigs, meine beiden alles Mögliche liegt herum, Motorräder, Figuren, und das, was mich besonders ärgert, neben dieser Lampe, die nicht mehr funktioniert, ist, dass ein Teil der Stadt, ich weiß nicht, ob man es auf dem Bild erkennen kann, in so einer Staubschicht eingehüllt wurde, also wirklich wie nach einem Vulkanausbruch. Es ist fatal. Wir haben zwar mal gesagt, dass wir die Stadt sowieso mal großräumig wieder auf Vordermann bringen müssen in Bezug auf Entstauben und so weiter, aber so haben wir uns das nicht vorgestellt. Es dürfte hier oben irgendwo, an manchen Stellen ist es schlimmer, an manchen nicht so arg, doch etwas bewegt haben sozusagen, und jetzt ist vom Dachstuhl lauter so Staub und das sind wie so kleine Sägespäne. Das ist alles heruntergefallen. Das heißt, unsere Stadt ist hier jetzt schön eingehüllt. Hier ist es so dunkel, dass ihr wahrscheinlich auf der Kamera nicht viel erkennen könnt. Aber auch hier, also es ist eigentlich eine Katastrophe. Wir sind alles andere als glücklich. Es hat sogar teilweise unsere USB-Platten verschoben. Die sind zum Teil nicht mehr ganz so beieinander, wie es sein soll. Wir hoffen, dass da nicht mehr passiert ist. Wir haben das ganze Ausmaß der
Katastrophe, ihr werdet vielleicht sagen, ihr seid glimpflich davongekommen, aber das Ausmaß der Katastrophe noch nicht ganz ja, fassen können. Und das, was uns ein bisschen traurig macht im Moment, ist, dass wir eigentlich nicht viel Zeit haben, um wieder was zu bauen. Wir haben uns megamäßig gefreut und wollten hier dieses Mal wieder mit jede Menge neuen Ideen und Kommentaren im Gepäck, jede Menge Steinen natürlich auch, etwas Tolles für euch zaubern. Hauptsache, ich bin gerade noch im Auto gesessen, Christoph ist super gefahren, ich sitze neben ihm im Auto, habe mir die ganzen Kommentare nochmal durchgelesen zu den letzten Videos, habe auf Instagram geschaut, was weiß ich, und habe mir gedacht, zuerst mache ich das, dann das, dann das, dann das, dann das. Und im Endeffekt, naja. Eine Riesenkatastrophe, ja. Wir werden jetzt schauen, was sich machen lässt. Wir sind jetzt nebenbei ein bisschen am Schaden begrenzen. Rita hat sich jetzt mal mit ihren neuen Teilen aus dem Haul, den ihr vielleicht gesehen habt, mich ablenken. ein bisschen ablenken. Wir hören ein bisschen Musik. Unsere Alexa hält uns hier bei Laune jetzt gerade nicht, weil wir abgeschalten haben, wegen dem Copyright-Strike, der drohende. Ja, ansonsten, was kann ich euch noch zeigen? Gibt es ein paar positive Dinge. Wir haben von unserer Nachbarin, Grüße gehen raus, wenn du das siehst, 2 so Nachtkästchen geschenkt bekommen, weil sie die entrümpelt hat. Da werde ich jetzt schauen, ob sich die, wenn man von einem die Beine abmontiert, ob man die unten reinstellen kann. Dann haben wir hier auch jede Menge Platz wieder für irgendwelche Anleitungen oder sowas. Videoboxen haben wir ein paar gekauft um 5 Euro pro Stück. Da sind die Figuren teilweise auf Bricklink schon fast das Doppelte wert. Haben wir uns gedacht, oder ich habe Rita eine kleine Freude gemacht, hoffe ich zumindest, sie hat noch nichts gesagt, ob ihr das gefällt, aber so viel dazu. Ja, hier sieht es schon wieder ein bisschen besser aus, auch hier waren alle Figuren zum Teil umgefallen und ja, speziell natürlich, man sieht die etwas filigraneren Geschichten, wie so Ritas Hedwig, der geflogen ist und so weiter, die Sachen sind alle am Boden gelegen. Hier Ritas Minifigurentisch, übrigens neue Decke, die haben wir auch schon. Wir haben jetzt gesagt, wir machen jetzt nicht nur die Umbauarbeiten hier, dass wieder alles normal ist, wobei wir das früher oder später machen müssen, denn mit dem Licht werden wir hier nicht besonders viel bauen oder geschweige denn filmen können, glaube ich. Hier gibt es auf jeden Fall eine coole neue Decke, die Rita in Spanien irgendwo bestellt hat. Total cool mit uns 3, da werden wir sicher den ein oder anderen Kaffee trinken und wenn wir hier wieder zurückkommen, ja, hier ist das Licht jetzt nicht mehr besonders gut. Hier sind auch zum Teil diese Platten, wie gesagt, also das war nicht ich mit der Leiter, die sind hier um über 1 Zentimeter verschoben. Ich bin schon gespannt, was wir noch so alles entdecken werden. Teilweise hat es auch die Bodenplatten ein wenig aufgebogen, weil die natürlich jetzt ein wenig anders oder weil mehr oder weniger, wenn die ganzen USB-Platten verschoben wurden, dann ist hier natürlich mehr Druck drauf auf einmal auf der anderen Seite. Unsere Zeitungsartikel sind zum Glück noch hängen geblieben und hier haben wir jetzt gerade, ich bin auch gerade ein bisschen dabei, Teile zu sortieren. Wir haben ein paar neue Sets. Das Krankenhaus, das City-Krankenhaus hat meine Mutter aufgebaut und hierher gebracht. Das werde ich mir jetzt dann mal in aller Ruhe ansehen. Sieht übrigens wirklich ganz nett aus eigentlich. Ich denke mal, man kann halten von den neuen City-Sets und von den neuen Straßenplatten und dem Ganzen, was man will. Das Krankenhaus ist eines der besseren Sets, auch eigentlich ganz cooler Krankenwagen, auch wenn mir dieses Orange sage ich, Gelb-Grün nicht besonders gut gefällt, diese Farbe, dieses Alarmgelb oder wie auch immer man es nennt. Hier haben wir jede Menge Steine, ihr habt die vielleicht schon gesehen und wir sind gerade ein bisschen am Sortieren. Auch was Positives bitte, das was bitte auch natürlich erwähnt werden muss. Die Vorhänge sind wieder weg. Und das hat den guten Grund, dass sich Muttern darum kümmert, dass die gekürzt werden. Ob sie dann gebügelt werden auch noch, bin ich mir nicht sicher. Aber mal gekürzt. Ja, genau, also wir haben gesagt, wir machen jetzt trotzdem, was geht, auch wenn wir das mit der Lampe und dem Staub wahrscheinlich nicht heute mehr hinbekommen werden. Ritas Mutter kürzt einen Stock tiefer gerade die Vorhänge. Wir haben auch noch einen dritten gekauft, damit sich das jetzt schön ausgeht. Und wie gesagt, ich bin hier gerade dabei beim Steine sortieren und die Haul-Kisten einsortieren, da wir jetzt ja doch schon ein bisschen nicht mehr hier waren. Und da gibt es immer dann jede Menge zu tun. Ja, was soll's. Kann man nichts machen. Es läuft eben nicht immer alles so, wie man sich das denkt. Nichtsdestotrotz werden wir uns jetzt auch mal ein bisschen dem Lego bauen und den lustigen Dingen des Hobbys hier oben am Dachboden widmen. Rita macht hier beim Zoo gerade etwas kaputt. Diesen schönen Flamingo-Teich, den ich hier gebaut habe, der gefällt ihr wieder nicht. Vielleicht habt ihr es gesehen, sie ist nicht zufrieden und ja, wird auf jeden Fall sicher eine ganz tolle Sache.
Und wenn sie was Neues hier vom Zoo berichten kann, dann denke ich mal, wird dazu auch ein Video geben. Dann werde ich die Kamera einschalten, hoffentlich dann mit guten Lichtverhältnissen. Leute, drückt uns die Daumen, dass das irgendwie nur mit draufklopfen oder sonst irgendwas funktioniert. Denn wenn wir da eine neue bestellen müssen, nämlich dass wir die gleiche wieder bekommen, ich fürchte, das könnte ewig dauern und das hoffe ich wirklich nicht. Also drückt uns die Daumen, dass das wirklich so funktioniert. Und ja, baut auch ihr was Schönes, hoffentlich mit guten Lichtverhältnissen. Und dann sehen wir uns ja hoffentlich in einem gut beleuchteten Video wieder. Vielleicht auch in einem nicht so gut beleuchteten. Wir werden sehen. Ganz richtig. Vielleicht eine Wild City, die komplett in Staub gehüllt ist. Oh no. Oder eine Wild City, die schon wieder etwas gesäubert ist. Wir werden uns das ansehen. Ja. So sieht es auf jeden Fall bei uns aus. Auf den ersten Blick haben wir es gar nicht gemerkt. Aber dann, hier seht ihr zum Beispiel kleine Reminiszenzen davon. Und ich denke, das wird uns jetzt über die nächste Zeit noch begleiten. Hier wird zwar geheiratet, alles super, aber die beiden Wachen, genauso wie das Motorrad, liegt noch am Boden. Oh ja, no. und Rita war schon mehrere Stunden jetzt hier, oder seitdem wir hier sind, über eine Stunde auf jeden Fall aktiv. Gut, wir halten euch nicht mehr länger auf. Status-Update von uns. Wir waren schon mal zufriedener, aber ja, so ist es eben manchmal und Gott sei Dank ist nicht mehr passiert. Das stimmt. Ja. Ja. Schönen Tag und baut was Schönes. Macht's gut. Tschüss. Tschüss.